Ich werde so in regelmäßigen Abständen immer wieder gefragt: Sebastian, sag doch mal was zur Deutschen Familienstiftung. Ist das ein Steuersparmodell oder nicht, wie das so manche verkaufen? Bringt das was für Auswanderer? Was ist besser, die Deutsche Familienstiftung oder die Stiftung in Liechtenstein? Gib uns doch mal dazu ein schönes Update per Video. Und genau das wollen wir heute machen. Also ganz grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, der auswandern möchte, der sein Vermögen irgendwie außerhalb der EU konzentrieren möchte, weil er letztlich der Überwachung durch die EU und auch einer möglichen EU-Vermögensteuer oder anderen Gräueltaten in Zukunft entkommen will, wenn derjenige mich danach fragt, ob jetzt eine Familienstiftung in Deutschland die richtige Rechtsform sei, um das zu erreichen, da komme ich natürlich zunächst mal ins Grübeln. Also da sage ich natürlich ganz klar nein. Ja. Also wenn das dein Ziel ist, ja, und darum geht es ja hauptsächlich auf unserem Kanal, also Auswandern, Vermögensschutz außerhalb der EU, all diese schönen Dinge, wenn das dein Ziel ist und die Gründe dafür müssten ja klar sein, darüber reden wir ja hier laufend, dann ist sicherlich die Familienstiftung nicht das geeignete Instrument, um das zu erreichen. Ganz im Gegenteil. Man sagt ja immer so schön, die Deutsche Familienstiftung ist für die Ewigkeit. Damit wird also alles nochmal zementiert. Damit wird dein Vermögen in Deutschland, in der EU zementiert. Das kannst du also eigentlich nicht wollen. Ich mache hier eine Ausnahme. Das Schöne an der Familienstiftung ist, dass keine Wegzugsteuer dann anfällt, wenn du zum Beispiel deine GmbH-Anteile an die Familienstiftung abgibst. Das kann ein Grund sein. Ich mag mich erinnern, wir hatten Mandanten aus Deutschland, die hatten eine Familien-GmbH, da waren verschiedene erwachsene Kinder daran beteiligt. Diese Kinder wollten gerne ins Ausland umziehen und da stand natürlich dann das Thema Wegzugsteuer im Raum. Hier war also die Familie letztlich zweigeteilt. Ein Teil der Familie wollte in Deutschland bleiben und dann andere Familienmitglieder wollten gerne im Ausland sein. Und da kann natürlich dann eine Stiftung in Deutschland tatsächlich Sinn machen. Damit wird nämlich dann letztlich das Problem der Wegzugsteuer eliminiert, die jetzt ja dann tatsächlich die Kinder betreffen würde, die ins Ausland umziehen und an der deutschen GmbH beteiligt sind. Also hier in diesem einen Punkt könnte man sagen, okay, für jemanden, der gerne ins Ausland geht, da könnte möglicherweise die Familienstiftung interessant sein. Ich denke, man kann auch andere Methoden dafür finden. Wir diskutieren das ja hier immer wieder. Also ich bevorzuge ganz klar die Stiftung in Liechtenstein. Mir ist natürlich schon klar, dass die Stiftung in Liechtenstein teurer ist als die Deutsche Familienstiftung. Mir ist auch klar, dass der Kontrollverlust dort größer ist. Ich kann die Stiftung in Liechtenstein nicht selbst verwalten. Die Deutsche Stiftung kann ich selbst verwalten. Das ist mir natürlich schon klar. Dennoch würde ich, wenn es um das Thema Stiftung geht, eher die Stiftung in Liechtenstein bevorzugen, vor dem Hintergrund dessen, was wir eben hier immer besprechen, raus aus der EU, um dich und dein Vermögen zu schützen. Ganz klar. Man muss übrigens auch aufpassen, also mal angenommen, deine Familie gründet jetzt eine solche Familienstiftung und du bist dann hier im Stiftungsrat dieser Stiftung aktiv. Du bist dann letztlich in der Geschäftsführung der Stiftung und du gehst ins Ausland. Dann musst du schon natürlich aufpassen, ja, gerade wenn du in so Ländern wie der USA bist oder auch UK, dass dann dort nicht eine Betriebsstätte ausgelöst wird oder wie die Tatsache, dass du letztlich geschäftsführend in der Deutschen Stiftung bist, von dortiger Seite gesehen werden. Ja, Stiftung gibt es ja im angelsächsischen Raum nicht. Dort sind die Trusts hier überwiegend die Rechtsform, die für solche Zwecke verwendet wird. Und es ist jetzt nicht unbedingt klar, wie die ausländische Stiftung dort gesehen wird. Im Zweifelsfall wie eine Kapitalgesellschaft, ja, oder eben auch wie ein Trust. Und dann gelten eben spezielle Regelungen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst wenn du die Stiftung gründest, um der deutschen Wegzugsteuer zu entgehen, würde ich dir nicht raten, hier die Geschäfte der Stiftung selbst zu leiten. Ich denke, das solltest du anderen überlassen. Und dann sind wir eben auch schon wieder dabei, dass man sagen kann, na ja, wäre da nicht die Stiftung in Liechtenstein doch besser. Aber das sind erstmal nur so grundsätzliche Überlegungen, die ich nun vorausschicken möchte. Für mich, wie gesagt, beißt sich das. Die Stiftung hat ja in Deutschland relativ wenig Flexibilität.
wenn sie einmal aufgesetzt ist, wenn es einmal die Satzung gibt. Da kann man da relativ wenig dran rütteln. Anders in Liechtenstein, auch dort sind diese Punkte sehr viel flexibler realisiert. Da hat also der Gründer schon noch Möglichkeiten, dann auch nochmal letztlich die Satzung anzupassen oder zu beeinflussen, auch wenn er im Tagesgeschäft ganz klar nicht involviert ist. Soweit also meine grundsätzlichen Gedanken, was Auswandern und die Deutsche Familienstiftung anbelangt. Befassen wir uns nun mal mit den steuerlichen Aspekten hier rund um die Familienstiftung. Grundsätzlich muss man verstehen, dass die Stiftung letztlich ein Hybrid ist aus natürlicher Person und Kapitalgesellschaft, wenn es um die Besteuerung geht. Also sie hat da ganz klar einen steuerlichen Sonderstatus in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Man kann also nicht einfach sagen, die Stiftung wird steuerlich so behandelt wie zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH. Das ist nicht der Fall. Da gibt es Ähnlichkeiten, ja, und das werden wir gleich im Detail besprechen. Aber es ist doch etwas ganz Eigenes, diese Familienstiftung. Da gibt es eben Regelungen, die gelten nur für die Stiftung und für keine andere Rechtsform. Befassen wir uns zunächst mal damit, welche steuerlichen Implikationen zu befürchten sind, wenn du Vermögen an die Stiftung abgibst, wenn du also Vermögen stiftest. Grundsätzlich wird hier Schenkungssteuer fällig, und zwar nach der sehr ungünstigen Schenkungssteuerklasse 3. Das heißt im Grunde genommen 30% Schenkungssteuer bei 20.000 Euro Freibetrag alle 10 Jahre. Jetzt hat allerdings die Deutsche Familienstiftung einen großen Vorteil, und das ist das sogenannte Steuerklassenprivileg. Also, das heißt, man schaut sich zunächst mal an, wer sind die Begünstigten dieser Stiftung. Also mal angenommen, du hast jetzt 2 Kinder und diese beiden Kinder sind die Begünstigten der Stiftung. Dann wird letztlich die erstmalige Stiftung des Vermögens, ja, also das heißt, deine einmalige Schenkung an die Stiftung so behandelt, als würdest du diese an deine Kinder schenken. Das heißt, du hättest dann einen Freibetrag von 2 mal 400.000 und würdest dann eben nach dem viel niedrigeren Tarif nach Schenkungssteuerklasse 1 besteuert werden. Das geht dann so stufenweise hoch, also deutlich weniger als die 30%, jedenfalls in vielen Fällen weniger als 20%. Aber das gilt auch nur für die erstmalige Stiftung des Stiftungsvermögens. Machst du danach weitere Nachstiftungen, dann bist du wieder voll dabei mit der Schenkungssteuer. Übrigens läuft gerade hier ein Verfahren bei einem der Finanzgerichte, ich bin mir jetzt nicht sicher bei welchem, wonach dann auch eben die Liechtensteinische Stiftung diese Steuerklassenprivileg erhalten soll. Aber das wird noch einige Zeit brauchen, bis das entschieden ist. Hier ist die Logik einfach, Liechtenstein ist ja im EWR, im Europäischen Wirtschaftsraum. Da müsste also hier dieses Steuerklassenprivileg auch für eine solche Stiftung gelten. So, eine Sache kann vorteilhaft sein, und damit sind wir jetzt zum Beispiel auch in meinem Beispiel von vorhin. Wenn du nun Betriebsvermögen an die Stiftung abgibst, und zwar bis zu einem Wert von 26 Millionen Euro, dann ist dies möglicherweise schenkungssteuerfrei, wenn sichergestellt wird, dass der Betrieb dann von der Stiftung weitergeführt wird, dass die Mitarbeiter nicht entlassen werden, dass die Löhne weiter bezahlt werden in bisheriger Höhe noch für 7 Jahre, dann fällt dort keine Schenkungssteuer an. Das könnte also eine interessante Alternative sein, um hier gerade Betriebsvermögen steuergünstig an die Stiftung zu übertragen. So, nun hat die Stiftung also schon mal Geld und hat sie Vermögen. Wenn nun die Begünstigten der Stiftung hier eine Ausschüttung aus der Stiftung erhalten, dann wird diese letztlich steuerlich behandelt wie eine Dividende. Also im Grunde genommen müssen diejenigen dann Abgeltungssteuer auf den Betrag bezahlen. Das sind 25% plus Soli plus Kirchensteuer, also maximal so ungefähr 28%. Das wäre fällig bei Ausschüttungen an Begünstigte. So, das sind so mal die Grundlagen. Und da wird dann eigentlich auch schon relativ klar, dass das mit den steuerlichen Vorteilen der Stiftung nicht so einfach ist, ja. Wenn du dir jetzt mal überlegst, dass du ja an deine Kinder alle 10 Jahre hier 400.000 Euro verschenken kannst, ja, dann ist dies in der Stiftung nicht mehr möglich, ja.
Wann immer nun deine Kinder etwas aus der Stiftung bekommen, fallen 25% Abgeltungssteuer an, plus Soli, plus Kirchensteuer. Da muss man also schon sehr genau planen, ob sich die Stiftung hier wirklich lohnt. Möglicherweise macht es mehr Sinn, einfach Vermögen über mehrere Jahrzehnte an deine Kinder zu übertragen und die Steuerfreibeträge auszunutzen. Und du siehst ja also schon, die Frage, ob das ein Steuersparmodell ist nicht so unbedingt klar. Befassen wir uns nun mal damit, welche Steuern die Stiftung auf Erträge bezahlt. Sagen wir mal, die Stiftung hat Mieterträge. Wie viel Steuer würde hier nun anfallen? Nun, anders als bei einer GmbH wird keine Gewerbesteuer fällig. Es fallen tatsächlich nur 15% Körperschaftssteuer an. Und das ist natürlich schon relativ günstig. Und das wäre nun auf sämtliche Einkünfte fällig, außer jetzt auf Investmenteinkünfte. Da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Eben, wie gesagt, die Stiftung musste als Hybrid verstehen zwischen natürlicher Person und Kapitalgesellschaft, wenn es um die Besteuerung geht. Wenn es jetzt um Termingeschäfte geht, zum Beispiel um Optionen oder um Derivate, dann ist hier bei der Stiftung auch letztlich die Verlustverrechnungsbegrenzung bei 20.000 Euro im Jahr anzusetzen. Nun, mir ist klar, dass diese Regelung ja gekippt wurde vom BFH. Nun werden wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Aber was ich sagen will, ist, du kannst eben nicht die Trading-Verluste anrechnen in der Stiftung wie bei einer GmbH, sondern du bist hier möglicherweise auch beschränkt. Aber dafür hat die Tatsache, dass die Stiftung eben zum Teil wie eine natürliche Person behandelt wird, auch Vorteile. So kannst du zum Beispiel Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei veräußern. Also besser gesagt, die Stiftung kann Immobilien nach 10 Jahren steuerfrei veräußern. Das kann die GmbH bekanntlich nicht. Du kannst natürlich mit der GmbH einen Share-Deal machen. Dann werden 1,54% Steuern fällig. Also auch nicht so viel, aber immerhin steuerfrei ist es nicht. Wenn es um Aktien geht, dann sind GmbH und Familienstiftung gleichgestellt. Beide zahlen ungefähr 1,5% Steuern auf diese Erträge. Auch wenn die Familienstiftung zum Beispiel Dividenden bekommt aus einer Beteiligung, an der sie zumindest 10% beteiligt ist, fällt dort ebenfalls nur die Minimalbesteuerung von circa 0,75% an. Also, das heißt, wenn zum Beispiel die Familienstiftung eine GmbH gründet, eine Tochtergesellschaft hat, die dann irgendeine gewerbliche Tätigkeit ausführt und sie bekommt von ihr Dividenden, dann wäre natürlich zunächst mal Steuer in der GmbH fällig, ungefähr so 30%, aber eben in der Familienstiftung wird dann nur noch Steuer nach dem sogenannten Schachtelprivileg fällig, also so ungefähr 0,75%. Jetzt könntest du ja sagen, naja, wäre es nicht interessant, wenn ich jetzt einfach mit der Familienstiftung hier eine Tochtergesellschaft in Dubai gründen würde. Da zahle ich ja dann nur 9% Steuern und dann müsste ich darauf in der Familienstiftung auf die Vereinnahmung von Gewinnen auch wieder nur 0,75% bezahlen. Tja, das ist eben leider nicht so einfach. Dort muss man dann alle möglichen Dinge natürlich bedenken, wie zum Beispiel die Hinzurechnungsbesteuerung. Oder neu gibt's ja auch die Mindeststeuer. Da müssen natürlich auch Dinge wie Substanz und Sitz der Geschäftsleitung beachtet werden. Also wenn jetzt diese Gesellschaft in Dubai nur eine Briefkastengesellschaft zum Beispiel wäre, die jetzt aus deutscher steuerlicher Sicht funktionslos ist, dann ist das natürlich alles so nicht möglich. Also, wie du sehen kannst, es braucht eine relativ gründliche Planung. Eins der Themen, die da natürlich viele beschäftigen, ist die sogenannte Erbersatzsteuer. Die Stiftung muss alle 30 Jahre ihr gesamtes Vermögen besteuern. Hier wird sozusagen ein Erbfall fingiert an 2 Kinder. Das heißt, man hat schon mal einen Freibetrag von 800.000 Euro, aber muss dann eben auf den Rest Erbschaftssteuer bezahlen, aber eben nach der günstigen Erbschaftssteuer Klasse 1. Die ist gar nicht mal so hoch. Da wird man vielfach noch unter 20% liegen, aber eben immerhin, es ist schon eine ganze Menge. Das gibt es natürlich auch in Liechtenstein nicht. Und wenn du jetzt selbst jemand bist, der ins Ausland zum Beispiel umziehen würde in ein niedrig besteuertes Land,
dann würdest du bei Ausschüttungen aus der Stiftung Liechtenstein überhaupt keine Steuern bezahlen. Ja. Die Stiftung in Liechtenstein müsste auch auf viele Einkünfte überhaupt keine Steuern bezahlen. Das heißt, da zahlst du nochmal deutlich weniger. Also ganz klar, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn es für dich funktioniert, ist meiner Meinung nach die Stiftung in Liechtenstein deutlich besser. Ich kann wenige Szenarien erkennen, wo die Deutsche Familienstiftung für dich wirklich Sinn macht, vor allen Dingen strategisch, wenn man auf die Zukunft schaut und du eher planst, dich im Ausland aufzustellen, scheint mir das der falsche Schritt zu sein. Wenigstens in den meisten Fällen. Hier will ich gar nicht bestreiten, dass die Stiftung nicht Vorteile hat, möglicherweise Gläubigerschutz. Wenn du nach einigen Jahren hier von der Privatinsolvenz betroffen bist, dann ist theoretisch das Stiftungsvermögen geschützt. Ja, das ist korrekt. Das sind natürlich Punkte, die man nicht vergessen darf. Jedenfalls muss man sagen, dass zum Beispiel beim Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo bei jeder deutschen Immobilie eine Zwangshypothek von 50% des Wertes der Immobilie eingetragen wurde, auch Stiftungen betroffen waren. Wobei davor kann dich nichts schützen, wenn du Vermögen in Deutschland hast. Das heißt, ich komme wieder zu meinem Punkt ganz am Anfang zurück. Letztlich das Ziel für viele unserer Mandanten, die ins Ausland gehen, ist, Vermögen in Deutschland abzubauen, keine neuen Bezugspunkte in Deutschland zu haben, wie jetzt zum Beispiel Stiftung oder sowas, sondern das Ganze zurückzufahren. Und das sollte meiner Meinung nach die Strategie sein, wenn du auswandern willst. Wenn deine Zukunft in Deutschland ist, dann ist es natürlich was anderes. Das ist mir völlig klar. Aber hier bei unserem Kanal geht es ja hauptsächlich um jene, die auswandern wollen, die einen Plan B suchen. Und hier halte ich die Familienstiftung nicht für das geeignete Instrument, jedenfalls nicht in 99% der Fälle. In den wenigen Fällen, wo du zum Beispiel hier vorhast, die Wegzugsteuer mit der Familienstiftung zu vermeiden, das kann eben in seltenen Fällen wie jene, die ich vorhin angesprochen habe, durchaus der Fall sein. Wenn das Gründen von Stiftungen, von sonstigen Rechtsformen, die steuerliche Optimierung von der Wegzugsteuer zum Beispiel auch für dich ein Thema sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland optimal steuerlich aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.